Bosco? Bosco, teilst du mit mir? Nein, ich teile mein Essen nicht mit dir. Ich will doch nicht dein Essen teilen. Ich habe mich schon gewundert, du isst doch gar kein Fleisch. Nee, vor allem kein Aas. Ich wollte Zahlen mit dir teilen. Ach, Zahlen, ich esse aber keine Zahlen. Die sind nicht zum Essen gedacht. Kannst du vielleicht später weiter essen? Unsere Zuschauer wollen doch jetzt sehen, wie man Zahlen dividiert. Ja. Okay, diese 4 Aufgaben mache ich jetzt mit dir. Das heißt, ich erkläre dir, wie man eine Zahl durch eine einstellige Zahl dividiert. Es sind alles Aufgaben ohne Rest. Divisionsaufgaben mit Rest zeige ich dir im nächsten Video. Rest. Bei meinem Essen bleibt nie Rest übrig. Ja, das sieht man, Bosco. Was? Entschuldigung. Ja, ich könnte mich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Mal wieder mehr fliegen, statt nur hier rumzusitzen. Ja, es sind ja bald Ferien. Die erste Aufgabe ist 764 geteilt durch 4. Ja. Du fragst dich jetzt, also du musst von links nach rechts rechnen. Von links nach rechts? Ja, und schaust dir von der 764 erstmal nur die 7 an und fragst dich, wie oft passt die 4 in die 7 rein? Na, einmal. Okay. Und dann schreibst du diese 1 von einmal hinter das Ist-Gleichzeichen. Ja. Und unter die 7 schreibst du, was das ergibt, einmal 4. Ja, 4. Und diese 4 schreibst du unter die 7, Okay. machst einen Strich drunter und musst jetzt subtrahieren, also 7 minus 4 rechnen. Auch noch. Ergibt? 3. Und die 3 schreibst du unter den Strich. Jetzt guckst du zur nächsten Ziffer der Zahl, das ist die 6, Ja. und holst die 6 runter. Man sagt das so, man holt die nächste Zahl runter. Aha. Das heißt, du schreibst die 6 dann hinter diese 3, die du gerade rausbekommen hast. Und hab 36. Ja, und jetzt überlegen wir mal, wie oft die 4 in die 36 reinpasst. Ja, das weiß ich sogar. Das ist 9. Weil 9 mal 4 ist 36. Die 36 ist nämlich sogar in der Viererreihe. Ja, Genau, Viererreihe, ja. genau. Okay, ich hoffe, dass du nicht zu schnell Kopf rechnest hier für unsere Zuschauer. 9. Aber 9 stimmt, deswegen schreiben wir jetzt die 9 zum Ergebnis. Ja. Und dann rechnen wir nochmal, 9 mal 4 ergibt, 36. und die schreiben wir unter die 36. Die muss ich da jetzt nochmal hinschreiben. Ja, Aha. und dann Und wieder subtrahieren. Strich drunter, subtrahieren, 36 minus 36 ergibt. Ja, 0. Okay. Und dann bin ich fertig. Nein, du bist noch nicht fertig, nur weil 0 rauskommt, sondern Schade. du bist erst dann fertig, wenn du alle Zahlen von oben runtergeholt hast, und die 4 fehlt uns ja noch. Ja, die hole ich auch noch runter. Jetzt holen wir noch die 4 runter. Jetzt, wie oft passt die 4 in die 4 rein? Na, einmal. Gut. Die 1 schreibst du zum Ergebnis Ja. und rechnest 1 mal 4 ergibt. 4. Und die musst du unten noch hinschreiben. Und rechnest wieder 4 minus 4. 0. Und jetzt sind wir fertig und es ist aufgegangen, weil da 0 rausgekommen ist. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe ohne Rest. Und dann kommt raus 191. Ja. Und wie weiß ich, ob das stimmt? Ach, um zu überprüfen, ob du richtig gerechnet Ja. hast, kannst du zurückmultiplizieren. Das heißt, du könntest 191 mit 4 multiplizieren, also 191 mal 4 rechnen und gucken, ob die 764 wieder rauskommt. Und das soll ich jetzt wahrscheinlich tun. Ja, 4 mal 1 ist 4. 4 mal 9 ist 36. Die 6 schreibe ich hin, die 3 merke ich mir. 4 mal 1 ist 4, plus die 3, die ich mir gemerkt habe, sind 7. 764, stimmt. Hat geklappt, das heißt, wir haben richtig dividiert. Schriftliches Multiplizieren verlinken wir nochmal unser Video unten. Ah, stimmt, dazu hatten wir nämlich auch schon ein Video gemacht. Ja. Wir verlinken es oben vor allem, in der Infokarte. Aber ich kann es auch nochmal unten in den Videotext Ja, schreiben. bitte. Ich gucke unten im Text immer nach. Ach so. Mhm. So seht ihr jedenfalls, das Multiplizieren, das ist das Gegenteil vom Dividieren. Und um zu gucken, ob ich richtig dividiert habe, kann ich am Ende nochmal multiplizieren als Probe. Aber nur, wenn man Lust und Zeit hat. Mein Lehrer nennt das Gegenprobe. Auch gut, ja. Ja? Okay. Prima. Nächste Gut. Aufgabe. Ja? 222 geteilt durch 3. Probier mal. Ja, die 2 ist ja gar nicht, die ist ja kleiner als die 3. Ja. Die passt ja gar nicht rein. Das ist ja 0. Ja, theoretisch schon. Also mit Nix 0 fangen wir nicht an. Nein. Also du stellst fest, die 3 passt nicht in die 2 rein. Ja. Das bedeutet, dass du sofort mit der 22 arbeiten darfst. Ah, ich darf die nächste Ziffer dazu holen. Ja, wenn die
Zahl, durch die du teilst, nicht in eine Ziffer in die erste reinpasst, dann musst du gleich 2 benutzen. Falls sie da auch nicht reinpassen würde, müsstest du halt 3 benutzen und so weiter. Aber schreibe ich eine 0 hin? Nein, da schreibst du keine 0 ins Ergebnis, sondern du darfst wirklich einfach mit der 22 dann anfangen zu rechnen. Also muss ich schauen, wie oft die 3 in die 22 passt. Ja, und jetzt ist die 22 ja nicht in der Dreierreihe drin. Ja. Das heißt, du gehst jetzt mal die Dreierreihe durch und versuchst eine Zahl zu finden, die möglichst nah an der 22 dran ist, aber noch in der Dreierreihe. Ja, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Die 21. Die 21, 5, ja. 6, 7 mal 7. Ganz genau. Also schreibst du die 7 hinter das Ist-Gleichzeichen und die 21, 7 mal 3 ergibt ja 21, schreibst du dann unter die 22. Musst jetzt wieder 22 minus 21 rechnen mit Strich drunter. 1. Gut. Und holst dann immer, das ist sofort der nächste Schritt, die nächste Zahl runter. Wieder eine 2. Ja. Dann habe ich da 12. Ja, und das ist aber Wie oft passt die 3 in die in 12? der Dreierreihe drin. 4 mal Gut, die 4 schreibst du zum Ergebnis. 4 mal 3 ergibt, 12. okay, Strich drunter. 0. 12 Fertig. minus 12 ist 0, wir sind fertig, es ist aufgegangen. Ja, verstehe. Genau. Also du guckst immer erst, wie oft passt die Zahl, durch die du teilst, in die vordere Zahl rein. Ja. Die Anzahl, wie oft es reinpasst, schreibst du im Ergebnis. Und dann multiplizierst du die Zahl vom Ergebnis mit der Zahl, durch die du teilst, schreibst das Ergebnis unten drunter und da musst du noch subtrahieren. Dann noch subtrahieren. Das Ach, heißt okay. also, während einer Divisionsaufgabe musst du dividieren, multiplizieren und subtrahieren, alles auf einmal. Ja, wäre ich doch bei meinem Essen geblieben. Okay, Ich hoffe, es nächste wird nicht Aufgabe. kalt, bis wir hier fertig sind. Ist A sowieso immer kalt? Ja. Du wärmst es dir nicht auf? Nein. So, nächste Aufgabe. Meinst du, du kannst sie schon alleine? Ich versuch's mal. Okay. 2736 geteilt durch 8. Jetzt musst du halt die Achterreihe kennen. So, vorne die 2 ist ja kleiner als die 8. Das heißt, ich hole mir gleich die 7 dazu. Ja, Dann habe ich 27. gut. Durch 8 ist nicht in der Achterreihe. Jetzt versuche ich herauszufinden, wie oft die 8 in die 27 passt. Ganz genau. So, 1 mal 8 ist 8, 2 mal 8 ist 16, 3 mal 8 sind 24, 4 mal 8 sind 32. Ja, dann bin ich schon größer als 27. Ja, also 32 ist zu viel. Ja, dann muss ich 3 mal 8 ist 24 nehmen. Sehr gut. Also 24 schreibe ich jetzt hier unter die 27. Ja. Und gleichzeitig schreibst du die 3 hinter das Ist-Gleichzeichen. Ah, weil 3 mal 8. Ja, okay. Gut, jetzt subtrahiere ich. Ja. Kannst gerne das Lineal benutzen, um den Strich drunter zu ziehen. Gerne. 27 minus 24, da bleibt die 3 übrig. Und von oben hole ich mir die 3 runter. Also habe ich jetzt 33 geteilt durch 8. Und hatte vorhin ja schon aus Versehen 4 mal 8 ist 32 gerechnet. Haha. Das heißt, 4 mal 8 ist 32. Die 4 schreibe ich hier hin, hinter die 3. Ja, Und die 32 unter die 33. gut. Strich drunter, minus rechnen, bleibt 1 übrig. Jetzt hole ich mir noch die 6 runter. Dann habe ich 16 geteilt durch 8, sind 2. Ja, Die 16 schreibe ich hier hin, subtrahiere, da bleibt 0 übrig. 342 als Ergebnis. prima. Ja? Ja, Sehr gut. ich denke, du hast richtig gerechnet. Wir Gut. brauchen jetzt keine Gegenprobe machen. So, letzte Aufgabe. Die kriege ich auch noch hin. 4214 geteilt durch 7. 4 durch 7 geht nicht, also hole ich mir gleich die 2 und dann habe ich 42 geteilt durch 7. Die 7er Reihe. 7, 14, 21. Kannst ruhig laut reden beim Rechnen. 4 mal 7 sind 28. 5 mal 7 sind 35. 6 mal 7 sind 42. Aha, die passt. Gut, also schreibe ich die 6 hinter das Ist-Gleichzeichen. Und 6 mal 7 ist 42, die kommt hier unter die 42. Genau. Strich drunter, 42 minus 42 ist 0. Ja. 0 geteilt durch 7 geht ja nicht. Ja, du musst sowieso dann immer die nächste Zahl runter. Ach, stimmt ja, die 1 runterholen. Ja, 0, 1 durch 7 geht auch nicht. 1 durch 7 geht auch nicht. Ja. Das Dann heißt, hole ich mir gleich die 4 runter. vorher musst du aber aufschreiben, dass die 7 jetzt nicht in die 1 gepasst hat. Indem du nämlich jetzt beim Ergebnis eine 0 hinschreibst.
Oh. Okay, und jetzt? Ja, weil du musst ja die Zahlen von oben immer einzeln runterholen. Das heißt, du holst erstmal die 1 runter. Ah, ich darf nicht 2 runterholen gleichzeitig. Nicht gleichzeitig. Okay. Also du holst die 1 runter, stellst fest, die 7 passt nicht in die 1 rein, schreibst im Ergebnis eine 0 hin und auch unter die 1 eine 0, dann wieder den Strich, subtrahieren, 1 minus 0 ist 1 und jetzt holst du direkt die nächste Zahl runter, also die 4 und dann kannst du dich fragen, wie oft passt die 7 in die 14. Ja gut, das ist dann wieder einfach, 2 mal. Ja. Das heißt, dann schreibe ich hier die 2 hin und habe 602 und 2 mal 7 ist 14, die schreibe ich hier drunter und subtrahiere und dann habe ich am Ende meine 0. Ja, gut. Genau. Ja. Die 4 Aufgaben hast du gut gelöst, Bosco. Dankeschön. Dann blend du jetzt mal die Lösungen für unsere Zuschauer ein. Ja, hier sind sie. Und ich erstmal fertig. Ja, ich habe dich ja vorhin unterbrochen. Ja. Ich gehe ein paar Nudeln essen, aber den Nachtisch, den könnten wir uns doch dann teilen. Eventuell. Bis zum nächsten Mal. Ciao.